Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und merkst, dass das Leben, das du lebst, nicht wirklich deins ist. Dass viele deiner Entscheidungen, Meinungen und sogar deine Ziele weniger aus deinem Innersten stammen, sondern aus Erwartungen, Gewohnheiten und unsichtbaren Einflüssen um dich herum. Wie viel von deiner Identität ist echte Authentizität? Und wie viel davon ist eine Maske, geformt durch Schule, Familie, Social Media, Jobtitel und das, was man halt so macht? Wie oft fühlst du dich, als würdest du nur eine Rolle spielen, ein Skript ablesen, das nicht du geschrieben hast? Heute gehen wir auf die Spur eines Gedankens, der tief in die Psyche führt. Das Leben beginnt erst, wenn du dich selbst findest. Aber was heißt das konkret, sich selbst finden? Geht es nur um ein bisschen Selbstbewusstsein oder steckt dahinter ein Prozess, der dich wirklich verwandelt? Bleib dran. Wenn wir die verborgenen Kräfte hinter deiner Identität aufdecken, wirst du verstehen, warum so viele nie bei sich selbst ankommen und wie du ausbrichst. Die letzte Einsicht ist die kraftvollste. Sie verändert nicht nur, wie du dich siehst, sondern auch, wie du dich in der Welt bewegst. Carl Gustav Jung war ein Pionier der tiefen Psychologie. Er schaute nicht nur darauf, wie man in die Norm passt. Er sprach vom Individuationsprozess, dem Weg zu deinem unverstellten Selbst. Das klingt groß. Und die Wahrheit ist, die meisten gehen diesen Weg nie. Sie bleiben gefangen in einer Version ihrer selbst, die vor allem angepasst ist. An Notendruck, an sichere Karrierepfade, an Likes, an das Gefühl, funktionieren zu müssen. Von außen ist alles okay und innen bleibt eine leise Unruhe, ein Gefühl, da fehlt was. Bevor es darum geht, wie man sich findet, müssen wir verstehen, was die meisten davon abhält. Vom ersten Tag an werden wir eingerahmt. Wir bekommen Namen, Rollen, Regeln. Was anständig ist, was belohnt wird, was man lieber lässt. Das geht so schleichend, dass wir es kaum merken. Wir lernen zu funktionieren. Und mit der Zeit drücken wir das weg, was nicht ins Bild passt. Erinner dich, gab es Momente, in denen du ganz du warst und es kam Ablehnung? Sei realistisch. Stell dich nicht so an. Dafür hat man keine Zeit. Du hast gelernt, Teile von dir zu verstecken. So entsteht die Maske, Jung nannte sie Persona. Die Persona ist das Gesicht, das wir der Welt zeigen. Sie hält das soziale Gefüge zusammen. Sie hilft uns, einen Job zu bekommen, mit Leuten klarzukommen, im Meeting souverän zu wirken. Das Problem: Je stärker wir uns damit identifizieren, desto mehr vergessen wir, wer darunter ist. Und dann ist da die andere Seite, der Schatten. Wenn die Persona zeigt, was akzeptiert ist, sammelt der Schatten alles, was du ausblendest. Angst, Wut, Bedürftigkeit, Sehnsucht und oft auch deine ungelebte Kraft. Der Schatten verschwindet nicht, nur weil wir ihn ignorieren. Er wirkt im Hintergrund, in Reizbarkeit, in Projektion, in der Härte, mit der wir über andere urteilen. Schon mal jemanden abgelehnt, ohne genau zu wissen, warum? Schon mal von einem Kommentar getriggert gewesen, der eigentlich nichts Großes war? Das, was dich am meisten stört, ist oft das, was du in dir nicht anschauen willst. Und jetzt wird's spannend. Im Schatten liegt der Schlüssel. Nicht, weil du ihn besiegen musst, sondern weil er die fehlenden Puzzleteile deiner Ganzheit trägt. Wachstum heißt nicht Schatten vernichten. Es heißt, ihn integrieren. In den Keller deiner Psyche gehen, aufmachen, was du zugesperrt hast und sagen, okay, ich schau hin. Genau da beginnt die echte Reise. Bist du bereit, die Wahrheit über dich auszuhalten und die Illusionen loszulassen, die dich im Kreis laufen lassen? Denn was jetzt kommt, stellt das Bild von dir, das du gewohnt bist, auf den Kopf und öffnet eine Tür in ein Leben, das wirklich deins ist. Die meisten glauben, sie wüssten schon, wer sie sind. Name, Beruf, Lebenslauf, Herkunft. Doch das ist oft nur die Oberfläche. Darunter liegt eine Landschaft aus vergessenen Erinnerungen,
verdrängten Emotionen, ungekannter Kreativität und ungenutztem Mut. Sich selbst finden heißt nicht, eine neue Identität zu basteln. Es heißt aufzudecken, was in dir längst wartet. Kennst du diese stille Sehnsucht, dieses Gefühl, dass da mehr in dir ist? Das ist keine Spinnerei. Das ist die tiefere Schicht deines Bewusstseins, die dich ruft. Jung nannte diesen Weg Individuation. Er sagte, Erfüllung kommt nicht von Außenapplaus, sondern dadurch, dass du Licht und Schatten, Stärke und Verletzlichkeit, Intuition und Verstand in dir vereinst. Aber bevor Integration möglich ist, brauchst du Mut zur Konfrontation. Genau da steigen viele aus. Warum? Weil es unbequem ist. Es fordert dich auf, liebgewonnene Überzeugungen zu prüfen, deine Ängste anzuschauen und innere Konflikte nicht länger zuzukleistern. Wie oft flüchten wir in Beschäftigung, Arbeit, Scrollen, Serien, noch schnell Mails, nur um dem stillen Raum auszuweichen, in dem die echten Fragen auftauchen würden. Diese Ablenkung ist kein Zufall. Sie ist ein Schutzmechanismus. Aber das Verdrängte verschwindet nicht. Es meldet sich als Unruhe, Selbstsabotage, toxische Muster, unklare Entscheidungen. Wenn du hinhörst, erkennst du Zusammenhänge. Ein Beispiel: Angst vor Ablehnung. Viele meiden Konfrontation, sagen nicht, was sie wirklich denken oder richten sich zu sehr nach äußeren Blicken. Aber woher kommt das? Ist es wirklich die Meinung der anderen oder eine alte Wunde, als du dich klein und übersehen gefühlt hast? Solange diese Wunde unbewusst bleibt, steuert sie dich. Schaust du hin, verliert sie Macht. Stell dir vor, zu sprechen ohne inneren Zensor. Entscheidungen zu treffen, die in dir resonieren, nicht weil man es so macht, sondern weil du es bist. Das ist Individuation. Nicht jemand Neues werden, sondern mehr du selbst. Wie kommst du dahin? Jung sprach von Symbolen, Träumen, kreativer Ausdruckskraft. Träume sind Botschaften aus tieferen Schichten. Kunst, Schreiben, Musik, Bewegung. Sie öffnen Türen, wo Worte stocken. Aber der Startpunkt ist einfacher: Bewusstheit. In dem Moment, in dem du deine Gedanken, Reaktionen und festen Überzeugungen neugierig beobachtest, beginnt Veränderung. Wenn du aufhörst, vor Unbehagen wegzulaufen und stattdessen fragst, was will mir das zeigen, holst du dich zurück zu dir. Die meisten bleiben Fremde im eigenen Leben. Sie folgen Pfaden, die jemand anders gelegt hat. Sie drücken ihr Wesen in Formen, die nicht mehr passen. Du musst das nicht. Du kannst die Illusionen abstreifen, Schicht für Schicht. Und als nächstes schauen wir auf Kräfte in dir, die älter sind als du, Archetypen, psychologische Urbilder, die dein Erleben prägen. Was du jetzt erfährst, kann dein Selbstbild grundlegend verschieben. Warum ziehen dich bestimmte Muster an oder halten dich gefangen, selbst wenn du es besser weißt? Jung sagte, in uns wirken Archetypen, universelle Muster aus dem kollektiven Unbewussten. Sie tauchen überall auf, in Mythen, Märchen, Filmen, in Memes und in deinen Tagträumen. Der Held, die Weise, der Trickster, der Schatten. Sie sind nicht bloß Figuren da draußen, sie sind Tendenzen in dir. Nimm den Helden. Das ist dein Drang nach Sinn, nach Entwicklung, nach dem nächsten Level. Sein Gegenüber ist der Schatten, deine Angst, deine Schwäche und paradoxerweise oft dein ungenutztes Potenzial. Jede Heldenreise führt durch die Konfrontation mit dem Schatten. Im echten Leben heißt das, du spürst, dass du dich verändern musst. Eine Chance ist da. Und gleichzeitig sabotiert dich etwas. Du zögerst, lenkst ab, machst dich klein. Der Fehler ist, den Schatten wegzudrücken. Transformation passiert, wenn du ihn verstehst. Sag, du kämpfst mit Selbstzweifeln. Anstatt sie zu übertönen, frag, woher kommen sie?
Sind sie wirklich meine oder geerbt aus alten Kommentaren, Vergleichen, Normen? Was ist die Botschaft? Vielleicht steckt darin Demut, Reflexionsfähigkeit, die Gabe, mehrere Perspektiven zu halten. Wenn Schwierigkeiten zu Hinweisen werden, ändert sich alles. Und es gibt mehr als Held und Schatten. Jung sprach von Anima und Animus, inneren weiblichen und männlichen Anteilen, jenseits biologischer Geschlechtsrollen. Anima steht für Intuition, Gefühl, Verbundenheit. Animus für Klarheit, Struktur, Durchsetzung. In Balance fühlst du dich ganz. Im Ungleichgewicht kämpfst du. Wer seine Anima abspaltet, hat oft Angst vor Verletzlichkeit. Wer den Animus verdrängt, scheut klare Kante. Integriert sind sie Kraftquellen, mitfühlend und entschlossen. Empfänglich und fokussiert. Kunst und Kalender. Tiefe und Richtung. Sich selbst finden heißt, alle Teile anerkennen, hell und dunkel, weich und stark, bekannt und unentdeckt. Individuation heißt nicht, jemand anderes zu werden. Es heißt, ganz zu werden. Und doch fehlt noch ein Puzzleteil, das tiefste von allem. Das größte Hindernis ist nicht nur Angst oder Anpassung. Es liegt in der Art, wie wir Ich denken. Die meisten erleben ihr Ich als festen Kern, ein stabiles Etwas, das durch die Zeit geht. Jung und viele große Denker sahen, das Selbst ist kein starres Ding. Es ist lebendig, beweglich, größer als unsere Etiketten fassen. Was, wenn die Person, mit der du dich gerade identifizierst, nur ein Ausschnitt ist? Was, wenn du eine viel weitere Bewusstseinslandschaft bist, verwoben mit Erinnerungen, Geschichten, Erfahrungen, die über dein persönliches Leben hinausreichen? Jung sprach von einem Selbst, das mehr ist als das Ego, die Gesamtheit dessen, was du bist, jenseits deiner Rollen. Das ist befreiend und beängstigend. Es bedeutet, die Stories, die du dir erzählst, deine Limits, deine So bin ich eben, sind unvollständig. Und hier liegt der kraftvollste Punkt. Du bist kein isolierter Punkt im Strom des Lebens. Du bist ein Knoten in einem Netzwerk aus Bewusstsein, mit der Fähigkeit, dich zu wandeln, tiefer zu fühlen, klarer zu sehen. Warum fühlen wir uns dann so begrenzt? Wegen des Egos. Das Ego ist nicht böse. Es hilft zu unterscheiden, ich und Nicht-Ich. Es baut Grenzen. Es schützt. Aber es klammert. Und dieses Festhalten ist das, was uns klein hält. Wie gehst du darüber hinaus, ohne das Ego zu dämonisieren? Jung gab Hinweise. Erstens, umarm das Unbekannte. Wachstum passiert nicht im Gewohnten. Wenn du Rätsel nicht wegdrückst, sondern neugierig betrittst, weitet sich deine Perspektive. Zweitens, löse dich von Labels. Du bist nicht nur Jobtitel, Bio, Sternzeichen oder ein Typentest. Du bist mehr. Wenn du die Schubladen nicht mehr als Käfige benutzt, entsteht Raum. Drittens, hör auf die Tiefe. Träume, Intuition, zufällige Synchronizitäten, sie sind Wegweiser. Wenn du Muster bemerkst, beginnst du, geführt zu sein, anstatt nur zu reagieren. Und viertens, übergib dich dem Prozess. Dich selbst finden ist keine Checkbox. Es ist ein Weg, der sich entfaltet. Jetzt der Twist, den wir gern übersehen. Vor allem in einer Welt aus Feeds und Algorithmen. Das, was dir dein For You-Stream zeigt, ist oft ein Spiegel deiner unbewussten Tendenzen. Nicht, weil der Algorithmus dich kennt, sondern weil er dein Verhalten rückkoppelt. Deine Schatten tauchen in deinen Timelines auf. Vergleich, Zynismus, Überoptimierung. Wenn du achtsam hinschaust, wird das Digitale zu einem Dojo für Selbstkenntnis. Was triggert dich? Was ziehst du an? Was vermeidest du?
Das ist kein moralischer Zeigefinger. Es ist eine Einladung, bewusster zu kuratieren. Nicht nur deinen Feed, sondern dein inneres Setting. Und hier ist die Pointe. Du warst nie wirklich verloren. Dieser Kern in dir, der ruhig ist, wenn alles laut wird, der klar ist, wenn vieles verwirrt, war die ganze Zeit da. Er wird hörbar, wenn du die Maske lockerst, den Schatten annimmst, die Archetypen in dir erkennst und das Ego vom Chefsessel nimmst. Dann beginnt etwas Eigenes zu leuchten. Nicht perfekt, nicht fertig, aber echt. Also, wie weiter, ganz praktisch, hier in deinem Alltag, zwischen S-Bahn, WG-Küche, Büro, Studio oder Werkstatt. Nimm dir täglich ein paar Minuten Stille. Notier, was dich getriggert hat und frag, was zeigt mir das über mich? Pflege einen Traum oder Gedankenlog. Erlaub dir kreative Ausflüsse, Skizzen, Textfetzen, Beats, Bewegung. Nicht für die Performance, sondern für dich. Sprich einmal klar aus, was du sonst runterschluckst. Respektvoll, aber unverstellt. Und hab Geduld. Innere Arbeit ist kein Sprint, sondern Rhythmus. Die Wahl liegt bei dir. Willst du weiter die verkürzte Version von dir spielen, gebremst von alten Geschichten und Erwartungen? Oder trittst du einen Schritt ins Unbekannte dahin, wo dein eigentliches Tempo wartet? Denn das Leben beginnt nicht, wenn alles im Außen passt. Es beginnt, wenn du dich findest. Und jetzt kennst du den Weg.